Heute schauen wir uns im Video Lagerbestand an, also Lagerbewegungen, aktuelle Bestände in den diversen Lagern, eigene Lager, fremde Lager. Und das findet ihr alles hier unter Warenwirtschaft, Lagerbestände. Aber bevor wir hier etwas sehen können, brauchen wir erstmal Testdaten, Produktdaten. Ganz zuallererst ein Release, das habe ich mir schon angelegt unter Label VÖ, habe das mal Test VÖ für Lager genannt, der eine Katalognummer gegeben, nicht unwichtig, kommen wir gleich noch drauf zurück. Und zweitens ein eigenes Lager erstmal, in das wir Ware hineinschicken. Das wäre bei uns Bookman Records. Tun wir jetzt mal so, das ist unser Label. Und in den A bis Z Gruppeneintrag von Bookman Records schauen wir mal rein, insbesondere hier auf Typ. Da ist es nämlich ganz wichtig, dass wir diese Kennzeichnung als Lager explizit vornehmen. Und wenn das unser eigenes Lager ist, zusätzlich, nicht entweder oder, sondern zusätzlich eigenes Lager anhaken. Das ist quasi das Handlager, was ich hier jetzt so, sagen wir mal, hier wäre ein IKEA-Lager. Das sind meine IKEA-Bretter, wo ich meine 20 CD von unserer Test-VÖ jetzt mal ablege. Und wir könnten das reinschicken als Eingangsschein unter dem Punkt Warenwirtschaft Lieferscheine. Wir machen es ein bisschen anders. Wir werden quasi eine Inventur machen. Wir sagen, wir zählen mal und gucken, wie viel von diesen LPs oder CDs sind jetzt hier auf dem Regalbrett. 20 Stück, sagen wir mal. Und dieser Import, wenn ihr euch fragt, ja, wie geht das denn und gibt es da eine Excel-Vorlage für, die gibt es. Und wo finde ich sowas? Das findet ihr immer hier unten links über die Hilfe, wenn ihr da drauf geht und da zum Beispiel nach Vorlagen sucht oder ihr scrollt runter bis zu dem Punkt Vorlagen und da habt ihr hier die Labelvorlagen, Excel-Vorlage für Verkaufsdaten zum Beispiel und ähnliches. Aber wir brauchen ja was anderes. Wir brauchen was fürs Lager. Also suchen wir auch gleich mal nach Lager. Wo gibt es denn da einen Artikel für? Da ist er schon. Ist ja eine Live-Suche, kommt gleich ein Ergebnis. Lagerverwaltung und Lagerbestände. Und nicht wundern, den haben wir, das ist gar nicht so lange her, auch aktualisiert, diesen Artikel. Da ist also einiges Neues drin. Lohnt sich also auch wieder reinzuschauen. Und grundsätzlich, wenn du irgendwas aus dem Video nachsehen willst, das ist die richtige Anlaufstelle. Kleiner Tipp, diese ganzen Überschriften, die du hier siehst, wie 1, Einführung etc., die werden hier automatisch zu Sprungmarken. Das heißt, wenn du gleich zum Abschnitt über die 4 Chargen springen willst, klickst du einfach da drauf oder eben startest bei der Einführung. Und wie wir gerade schon gesehen haben, in A bis Z gibt es diese Typdefinition bei A bis Z Gruppen und ganz wichtig, sobald wir über Lagerverwaltung sprechen, sprechen wir nur über A bis Z Gruppen, niemals über A bis Z Personen. Auch wenn es sich beispielsweise um Künstler handelt, das werden wir nämlich gleich machen, mal was in unser Lager tun, aus unserem Lager dem Künstler was schicken über einen Lieferschein und dann sogar die Verkäufe des Künstlers an uns zurückmelden lassen über Verkaufsdaten und schauen, dass wir das lagerbestandsrelevant hinkriegen. All das ist hier jetzt in der aktualisierten Fassung beschrieben und gehen wir zurück zu unserem ALF. Wir haben also unser Produkt, die Release, die VÖ unter Label VÖ. Wir haben in A bis Z Gruppen unser Label mit einem eigenen Lager und in das habe ich mit einer Vorlage bereits erste Inventurdaten hochgeladen. Und so einfach sieht die aus. Das sind 4 Spalten. Da gibt es gar nicht mal eine Vorlage, weil sie so einfach ist, sondern wenn ich hier in den Hilfeartikel zur Lagerverwaltung gehe, dann gibt es extra den Punkt Inventurdaten importieren, klicke ich drauf, springe ich hin und wie man sieht, ich muss einfach nur 4 Spalten genauso benennen, wie es hier heißt und das war's schon. Und dort trage ich das ein, was notwendig ist, nämlich um welches Produkt handelt es sich denn anhand der Katalognummer. Um die Charge, die ist optional, das ist hier die Verkaufscharge, die Standardcharge, man kann es aber auch weglassen und die Stückzahl und natürlich zu welchem Datum ist das der Stand. Und wir sagen jetzt mal, das ist der Stand zum 31.12.2021. Ich glaube, ich habe mich beim ersten Mal, als ich das vorbereitet habe, vertippt und dann war das nämlich der Stand zu 22, also quasi zukünftiger Stand. Ist völlig egal, ist für sozusagen das Verständnis der Abläufe irrelevant, aber eben man muss einen Inventurdatumsbestand eintragen. 20 Stück wollen wir da drin sehen, unter Lagerbestände und hier gibt es extra den Bereich Import. Und da sage ich zunächst, naja, für welches Lager lade ich denn hoch? Das war ja in der Excel gar nicht spezifiziert. Ne? Für unser eigenes, unser Handlager Bookman Records. Dann wähle ich die Datei aus, die Excel, die ich gerade hatte, und lade die hoch. Ergebnis ist dann, wenn ich mir den Lagerbestand anschaue zu diesem Datum, und ich wähle jetzt mal bewusst
abweichend von der Excel 22, das Jahr 22. Und übrigens, wenn ihr hier in diesen Datumswählern schneller rumhüpfen wollt, ihr könnt einfach hier oben auf die obersten Eintrag gehen, dann wandert das zwischen Jahr, Monat und Tag hin und her. Und dann kann man also jedes beliebige Datum auch in der Vergangenheit vor 40 Jahren sehr, sehr schnell eintragen. Ich wähle mal hier den 1. Februar 23. Was ist denn Stand und Bewegung zum 1. Februar 23 in Bookman Records? Und gehe hier auf Suchen. Da kriege ich eine Liste meiner VÖs. Hier ist unser Test-VÖ für Lager. Klappt das hier auf und dann kriege ich eine Liste der Lager, wofür es relevante Daten gibt bislang. Und das ist eben unser eigenes Handlager Bookman Records. Und da seht ihr schon, was ich gerade meinte. Bei der ersten Excel hatte ich mich verhauen. 2022, das war der Bestand der Inventur, den ich heute per Excel hochgeladen habe. Also aus dieser, nicht der hier, sondern aus dieser Excel hier mit der 22. Kleiner Tipp, tragt die Werte am besten nie in die Zellen hier direkt ein, sondern immer, wenn ihr auf die Zelle klickt, hier oben in die Eintragungszeile oder Bearbeitenzeile rein, weil dann seid ihr sicher, dass da keine Formatierung mit reinrutscht oder ähnliches mehr, sondern reine Daten. Gut, das hat schon mal geklappt. Wir haben einen Inventurstand für dieses Produkt. Wir möchten jetzt 8 Stück an einen Künstler schicken und gucken mal nach, haben wir den Künstler in A bis Z Gruppen, nicht Personen, schon drin. Deshalb Gruppen, weil wir definieren ihn ja quasi als Wiederverkäufer. Das heißt, er ist A, ein Lager, er kriegt Ware von uns und er ist B, ein Händler, weil er die weiterverkauft. Und drittens ist er eine Verkaufsdatenquelle, weil er uns ja dann nachträglich meldet, von den 8 habe ich 4 verkauft zum Beispiel. Also, jetzt schauen wir mal, nö, haben wir noch nicht, machen wir einfach von 0, neue Gruppe anlegen und benennen die entsprechend. Ich gebe jetzt hier mal so einen Fantasienamen ein, Künstler für Lagervideo, sagen wir mal. Dann Land ist immer Pflicht, Deutschland zum Beispiel. Und jetzt könnte man schon speichern. Und jetzt dürfen wir aber eins nicht vergessen, das habe ich noch nicht gemacht, wir müssen den Typ eintragen. Also wir haben gesagt, der hat eigentlich 3 Funktionen für uns, mindestens 3. Er ist ein Lager, er kriegt Ware geliefert und wir wollen sehen, was ist denn Stand bei ihm, auch von Alf aus, auch obwohl es nicht unser eigenes Lager ist, sondern ein Fremdlager. Zweitens wird er verkaufen auf Kommission, also haken wir ihn als Kommissionsvertrieb an. Und das ist jetzt für die Lagerbestands- und Lagerverwaltungsarbeit nicht entscheidend, aber für andere Zwecke, wir definieren ihn auch gleich mal als Händler, weil er verkauft ja auch. Wir speichern das mal. Also Lager, Kommissionsvertrieb. Jetzt sind wir so weit, dass wir ihm Ware schicken können. Gehen also auf Ware, Wirtschaft, Lieferscheine, sagen wir wollen einen neuen Lieferschein erstellen. Und ihr seht schon, die Default-Einstellung ist, sagen wir mal, aus historischen Gründen hier der PIC-Schein, den gar nicht so viele verwenden. Das Übliche ist eigentlich hier auf Lieferschein umzuschalten. Und ihr seht schon, hier oben ändert sich auch schon die Logik. Wer kann Absender sein und wer kann Empfänger sein? Absender beim Lieferschein ist das eigene Lager, darauf ist das eingegrenzt, also in dem Fall Bookman Records. Und Empfänger kann irgendeiner sein, der in A bis Z eingetragen ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir unseren Künstler da finden. Da ist er schon, Künstler für Lagervideo, wunderbar. Ja, hätte ich natürlich die ganze Adresse auch noch eingeben können, plus eine Lieferadresse, die ich übrigens auch nur bei A bis Z Gruppen erfassen kann. Deshalb ist das so wichtig, den A bis Z Gruppen drin zu haben. Dann sage ich, ja, der wird auch als erfasst gelten, der Lieferschein, der gilt also. Und ja, dann muss ich natürlich noch sagen, was ich schicke. 8 Stück von unserer Test-VÖ. Wo ist sie denn? Test-VÖ für Lager, da ist sie schon. Aus der VK-Charge, der Standard-Verkaufscharge. 8 Stück haben wir gesagt. Und Preis braucht man nicht. Gehen wir mal auf Speichern. Und jetzt sind 2 Dinge passiert. Hier ist eine 7, hier auch. Das ist quasi eine automatische Erzeugung der Lieferscheinnummer auf Basis eines Lieferscheinnumernkreises, den ich hier vorher unter Konto Kundendaten, Labelfirmen eingerichtet habe. Da gibt es auch eigene Hilfeseiten dazu, was diese ganzen Nummernkreise angeht. Und für wen? Eben für den Künstler, der da heißt Künstler für Lagervideo. Speichern das mal. Jetzt gucken wir wieder in unseren Lagerbestand. Eigentlich müssten wir jetzt 8 weniger haben. Aber eins müssen wir noch aufpassen, das hätte ich fast übersehen. Was für ein Datum habe ich denn da eingetragen? Eigentlich gar keins. Und wahrscheinlich nimmt er das heutige Datum, was ja nun weit vor 2023 ist, genau, schaut's her. 22.06.22 ist natürlich Käse, weil wir wollen ja
nachdem wir die Inventurdaten zum 31.12.2022, also diesen Dezember, kommenden Dezember, eingetragen haben, danach eine Lieferung, davor können wir ja keine machen, danach eine Lieferung eintragen. Also ändern wir hier künstlich, das ist ja alles nur für Demo-Zwecke, das Datum, sagen wir mal, auf irgendwann Mitte Januar, sagen wir mal am 11. Januar, liefern wir ihm das und gehen auf Speichern. Und jetzt schauen wir mal in die Lagerbestände, gehen also zurück zu unserem eigenen Lager, Bookman Records, und auf ein Datum. Und jetzt sagen wir mal nach der Lieferung an den Künstler. Das bedeutet 23 Januar, naja, auf jeden Fall nach dem 11., sagen wir mal 31. Januar 23. Und gehen hier auf Suchen und kriegen gleich die Liste unserer VÖs, klappen hier auf, kriegen unser eigenes Lager, für das wir einen Stand haben und wie es korrekt sein soll. Hier sind die Inventurdaten, hier ist die Lagerbewegung aufgrund dieses Lieferscheins mit der Belegnummer. Alles sauber zu sehen und nachzuvollziehen und aktueller Stand 12 Stück im Handlager. Wenn ihr euch übrigens gerade gefragt habt, Moment, du klappst da immer hier diese, welches Lager gucke ich mir denn jetzt gerade an, Liste hoch und das sind so lauter Einträge. Ja, ich sage euch auch jetzt gleich, wo die herkommen. Die kommen nämlich aus einem Fundus fester Vertriebseinträge und alle A bis Z Vertriebseinträge, ihr könnt da eh nichts machen, das sind feste Einträge, die wir verwalten und alle sind standardmäßig auch als Lager definiert, dafür sind sie ja Vertriebe. Ihr könnt aber aufräumen. Ihr könnt also sagen, ich will zum Beispiel, ich glaube BMG hatten wir da drin, oder? Also gucken wir mal hier bei BMG Rights Management. Ihr könnt die Sichtbarkeit auf versteckt setzen. Und das ist ein bisschen lästig, aber macht man auch eh nur einmal. Und da hatten wir noch so einen BMG-Eintrag, gehen wir dann nochmal kurz runter. Danach war der US so und gehen hier auch auf versteckt. So, und gehen zurück in unsere Warenwirtschaft, beziehungsweise dann genauer in die Lagerbestände und sehen schon, BMG ist weg. Ja, und so kriegt ihr das eingedampft. Falls ihr ein Lager nur verwaltet und euer Handlager, dann ist eben nur ein Lager zu sehen oder eben auch alle Fremdlager, die euch interessieren, aber eben nicht von Vertrieben, mit denen ihr eigentlich gar nichts zu schaffen habt. Das könnt ihr aufräumen und dann ist das hier schön sauber. Das Zweite, was wir haben, ist, gucken wir mal ein bisschen, K wie Künstler für Lager Video, dem hatten wir ja was geschickt und zwar am 11. Januar. Also schauen wir mal seinen Stand an zu ein paar Tage danach. Also sagen wir mal am 15. Januar, den Montag 23, gehen wir hier auf die Suche und gucken mal bei diesem Release. Tatsächlich, da ist was zu sehen. Der Stand ist zu sehen, plus 8 sind also 8 dazugekommen aufgrund dieses Lieferscheins mit der Belegnummer. Das ist ja das Pendant zu den minus 8 in unserem eigenen Handlager. Und wenn ihr sagt, ach, das will ich ja nicht nur für ein Lager sehen, sondern am besten für alle, dann könnt ihr die Lagerauswahl wegklicken, ein Bestandsdatum eintragen und dann wieder die VÖ aufmachen und dann seht ihr alle Lager auf einmal mit allen Bewegungen bezüglich dieses Releases, dieser VÖ. Also die minus 8, die bei uns rausgegangen sind und die plus 8, die beim Künstler gelandet sind. So, jetzt sind wir schon fast durch, aber wir wollen noch einen draufsetzen. Der Künstler hat jetzt verkauft. Yay. Sagen wir mal 4 Stück. Das heißt, Verkäufe gibt es mehrere Wege, aber Verkäufe holen wir uns nach Alf über Label Verkaufsdaten. Also er meldet uns eine Liste, am besten eine Excel, kann er natürlich auch einfach per E-Mail machen, dann müsst ihr halt die Excel ausfüllen. Und wie sieht diese Excel aus? Wir waren da ganz am Anfang gerade kurz schon, glaube ich. Und zwar, wenn ihr hier wieder auf die Startseite geht und zu den Vorlagen runterscrollt und den Excel-Vorlagen, da war ein Eintrag Excel-Vorlage für Verkaufsdaten. Und das ist genau die, die ihr braucht. Die ladet ihr euch runter. Das ist die hier. Ihr seht, ich habe die schon eingedampft. Die hat mehr Spalten. Ne? Hier 1, 4, 14, 24 und so weiter. Die hat mehr Spalten, aber um es übersichtlicher zu machen, habe ich die anderen einfach ausgeblendet. Und dass wir nur auf die gucken müssen, die uns jetzt interessieren. Nämlich, wir definieren, er hat 5, nicht 4 verkauft. Er hat 5 verkauft von dieser Katalognummer, natürlich physisch, sonst wäre es für Lagerbestand ja auch uninteressant, in Deutschland zu irgendeinem Preis. Und das ist, ja, was ist das? Das ist die ALF-ID eines A bis Z-Eintrags. Ja, gucken wir mal, den holen wir uns mal hier oben und
gehen zurück zum Alf in A bis Z. Das ist nämlich der Eintrag des Künstlers in A bis Z Gruppen, wette ich. Gucken wir mal. Na, ist er nicht. Stimmt, kann er auch gar nicht sein, weil das ist ein alter Eintrag aus einer alten Excel, die ich vorbereitet habe. Und deshalb, wir hatten ja schon einen neuen Eintrag erzeugt, hier Künstler für Lager Video, und dessen Alf-ID brauchen wir hier in den Verkaufsdaten, weil wir dadurch Alf ja sagen, die tragen wir hier ein, setzen das also, was hier steht, und zack, und sagen damit Alf, das ist die Quelle, wo der Umsatz herkommt. Ja, das ist ja auch für Statistikzwecke in Zukunft mal wichtig, aber eben auch um zu identifizieren, wer hat denn verkauft. Speichern das und laden diese Verkaufsdatendatei unter Label Verkaufsdaten hoch. Hier unter Import und unter Excel-Vorlage. Fehlerlisten bitte so lassen, niemals abhaken, das muss immer laufen. Hat auch nämlich verschiedene andere Zwecke, nicht nur um euch mit Fehlermeldungen zu nerven, sondern für Statistikzwecke, also eine ganze Menge versteckter Zwecke, die ihr nicht kennt, sind dahinter versteckt und deshalb bitte immer laufen lassen, ohne Ausnahmen. So, wo haben wir denn unsere Datei? Die heißt TestVK. TestVK. Da ist sie doch. Laden die hoch. Das wird relativ schnell gehen, ist ja nur eine Zeile. Und ich mache mal den Zoom ein bisschen raus, dass wir hier die Zeile komplett sehen. Das ist ein relativ kleiner Bildschirm, den ich hier habe am Laptop. Eine Zeile, 3110, also diese 5 Stück mal 6 und ein paar zerquetschte. Und die Quelle, ganz wichtig, hat er erkannt. Künstler für Lager Video. Da kommt das Geld her. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist die Fehlermeldung, die ist jetzt für Lagerbestand völlig unwichtig. Da geht es eben um andere Dinge wie Abrechnung. Klar, keinen passenden Vertrag in den Tracks. Wir haben ja auch gar keinen zugeordnet. Wir haben ja nicht mal Tracks in der Folge. Logisch, dass Alf da meckert, das kann ich nicht abrechnen, aber das ist für Lager jetzt für uns unwichtig. So, jetzt haben wir die Verkaufsdaten hier drin und eigentlich würde man meinen, ja, das reicht doch. Ne? Auf der Basis müsste man jetzt die Bewegung sehen, die Lagerbewegung sehen. Dem ist aber nicht so. Wir können auch das nachvollziehen. Wir müssen ja jetzt sehen, 5 Stück sind beim Künstler weg und abgegangen. Und aus 2 Gründen wird das nicht zu sehen sein. Der erste Grund, das brauche ich gar nicht ausprobieren, das ist, weil wir gar keinen Zeitraum zugeordnet haben, diesen Verkaufsdaten. Alpha ist also überhaupt nicht, ja, von wann sind die denn? Für welchen Zeitraum? Auf was beziehen sie sich denn? Und das wäre jetzt mal auch der Januar, sage ich mal, der Einfachheit halber. Packen wir alles in den Januar 23, so. Dann wüsste Alf zumindest, da unten ist er, das sind Verkaufsdaten, die im ersten Monat 23 bewegt wurden. Müsste eigentlich im Lagerbestand zu sehen sein. Ich kann das abkürzen, ist nicht so, ist auch in der Hilfe so beschrieben. Ich mache die nochmal auf, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den man sehr leicht stolpern kann. Was ist denn eigentlich lagerbestandsrelevant? Und das sind genau 3 Fälle nur. Und diese 3 Fälle sind hier beschrieben und die muss man immer wieder vor Augen haben. Und die 3 Fälle sind, scroll. Nee, dann war es doch weiter oben. Hier. Lagerbestände ändern sich nicht durch, und jetzt kommt's, alleinstehende Rechnungen oder alleinstehende Verkaufsdaten, müssten wir eigentlich dazu schreiben, sondern ausschließlich durch Verkaufsdaten, aus denen von Alf eine Rechnung erstellt wurde. Das heißt, wir müssen hier zurückgehen und aus dieser Verkaufsdatendatei in Alf einen Rechnungsbeleg, einen intern machen. Den müsst ihr gar nicht rausschicken. Ihr könnt ihn rausschicken, das ist ja der doppelte Sinn. Also unsere Rechnungen in Alf haben ja bis zu 5 Funktionen gleichzeitig und sind nicht nur einfach so ein Beleg für die Buchhaltung, sondern das auch, könnt ihr dem Künstler quasi in die Hand drücken, so, jetzt will ich mein Geld. Aber es ist eben auch erst dann lagerbestandsrelevant, wenn ich daraus einen Rechnungsbeleg gemacht habe. Muss ich zum Glück nicht von Hand machen. Ich wähle die Verkaufsdatendatei an, gehe hier auf Rechnung erzeugen. Und dann springt Alf schon, holt sich die Daten aus der Verkaufsdatendatei. Dann setze ich die hier mal auf bezahlt, tue ich mal so. Setze hier auch das Datum auf 23. Wer genau hinschaut, es sind natürlich auch viele Felder jetzt auf einmal, der wird sehen, naja, dieses Abrechnungsdatum, das hat er ja von der Verkaufsdatendatei übernommen. Aber jetzt sagen wir mal, die ist vom 19. Januar und 23. Und jetzt sagen wir auch mal ein bisschen später schon, ein paar Tage später, oh Wunder,
es so schön wäre, wenn es immer so wäre, ist die auch schon bezahlt worden, eine Woche später, sagen wir mal. So, speichern das schon mal. Aber ihr seht hier abzurechnen in. Also abrechnungsrelevant wären die sowieso 1. Februar 23, 1. Januar 23, völlig unabhängig davon, was ich hier eintrage. Aber um das alles sozusagen sauber und stimmig zu halten, habe ich hier die Datumsangaben geändert. Dann haben wir hier die Produkte, 5 Stück. Wir haben auch gar keinen Preis. Wie gesagt, das mit den Preisen, da gibt es noch eine ganze Menge andere Logik, vor allem in Bezug mit Preislisten, sodass Alp sich automatisch die Preise ziehen kann, die für diesen Empfänger, Rechnungsempfänger gelten. Das ist jetzt aber für den Lagerbestand erstmal irrelevant. Ich speichere das einfach. Ich zeige euch vielleicht noch auch kurz, das ist natürlich jetzt noch nicht schön, da ist das Logo nicht drin, da ist die Adresse nicht komplett, aber das ist auch in der Help beschrieben, sehr leicht hinzuzufügen und dann habt ihr eine wunderbar druckfertige Rechnung, die ihr dem Künstler in die Hand drucken könnt, mit Fußzeilen und mit seiner Adresse und mit eurem Logo drüber und ähnlichem mehr. So, aber Fokus Lager, das heißt, wir haben hier schon gespeichert, wir gehen zurück zur Warenwirtschaft, zu den Lagerbeständen. Und ich erwarte jetzt eigentlich, dass wir diese 5 Abgänge, diese 5 Verkäufe sind ja Abgänge in seinem Lager, dass wir die sehen können. Jetzt gehen wir mal zum Bestandsdatum wieder. Das muss man ja immer auswählen. Zu wann will ich den Stand sehen? Ich gebe jetzt mal den 1. Februar ein, dann ist der Januar rum. So, und gehe auf Suchen. Und schaue mir unsere VÖ an, habe beide Lager. Erstmal unseres, das kennen wir schon. 20 Inventur, 8 abgegangen. Alter Hut. Aber hier, sehr schön, 8 zugefügt am 11.01. über den Lieferschein und verkauft aus Verkaufsdaten heraus auch sozusagen die Belegnummer, also in dem Fall den Namen, die Identifikationsnummer der Verkaufsdaten und da sind die 5 Verkäufe. Das heißt, bei ihm Stand sind noch 3 Stück, die 8 minus die 5. Das war der Schnelldurchlauf von Produkt über Inventur, über Liefern, über Verkaufen und die Bestände sehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir können dann ab da auch tiefer einsteigen in weiteren Videos und Helpseiten beschreiben. Dankeschön.